zwei absolute Spitzenklasse DSP-Amps. Das sagt zumindest die Count HiFi. Die P6 Ultimate und die ESX Vision 1300 habe ich mir beide angeguckt, habe ich beide eingebaut. Das heißt, beide laufen gerade in jeweils einem Auto. Und ja, die Frage, die sich aktuell so stellt und die auch ihr mir gestellt habt, ist, was ist denn jetzt besser? Ist die ESX besser oder ist die Helix besser? Und ja, das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Ich bin der Thomas, ich mache seit 24 Jahren Car-HiFi, seit quasi meinem ersten Auto. Damals gab es aber noch keine DSPs, es gab keine DSP-Endstufen und so. Heute gibt es den ganzen Spaß. Zwei davon habe ich ja eingebaut, ausprobiert, benutzt die Dinger. Welches ist besser, beziehungsweise was haben sie unterschiedlich? Ich fange erstmal mit den Gleichheiten an, weil diese beiden Endstufen haben tatsächlich mehr gemeinsam, als man denkt. Wenn man sich einfach nur die Specs anguckt und so ein bisschen schaut, okay, worüber reden wir da überhaupt? Was können die Endstufen? Beide Endstufen haben von der Count HiFi eine absolute Spitzenklasse bekommen als Titel. Das heißt, die sind schon irgendwie das aktuelle State-of-the-Art-Produkt. Die sind klanglich top, die sind vom Aufbau top, das sind wirklich gute Produkte. Das heißt, bei beiden brauchen wir uns sowas wie Clear- und Rauschabstand eigentlich gar keine Gedanken machen. Die Endstufen haben Top-Komponenten verbaut und das hört man auch. Die klingen halt beide wirklich sehr, sehr gut. Man hat kein Rauschen, es stört nichts, es kratzt nichts. Wirklich brauchbare Endstufen. Beide Endstufen haben auch ein 12-Kanal-DSP verbaut. Das heißt, auf der DSP-Endstufe ist halt ein 12-Kanal-DSP. Heißt, wir können die Eingangssignale, die reinkommen, können wir auf der anderen Seite halt bis zu 12 Kanäle trennen, aktiv verschieben, all den ganzen Spaß mitmachen. Wenn ihr etwas mehr über DSPs wissen wollt, da ist der Link zu, was ist überhaupt ein DSP. Also wir haben da einen 12-Kanal-DSP. Wir haben einen 12-Kanal-DSP, der Hi-Res unterstützt. Heißt, die tasten beide mit 96 Kilohertz das komplette Signal ab. Heißt an der Stelle aber auch, dass wir die ganzen Features wie Laufzeitkorrektur wirklich auf ganz, ganz feine Werte einstellen können. Beides super. Und diese 12 Kanäle mit Hi-Res funktionieren aktuell nur, wenn man 2 DSP-Cores hat. Und das haben beide. Beide haben quasi die identischen DSP-Cores an Bord. Das heißt, hardware-technisch erstmal in dem kompletten Bereich sind wir auf dem gleichen Level. Eine weitere Gemeinsamkeit von beiden Endstufen ist der Preis, weil beide haben einen UVP von 1.500 €. Ja, das ist bei weitem nicht günstig, ist mir bewusst. Aber wir sind hier auch gerade im absolute Spitzenklasse-Niveau. Das heißt, es gibt Endstufen, die sind günstiger, die haben auch ein DSP an Bord und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden. Wir reden hier von 12-Kanal-DSPs mit Hi-Res-Funktionalität. Wir reden hier von Top-Class. Doch kommen wir mal zu den Unterschieden. Das heißt, was sind denn jetzt die Unterschiede zwischen der ESX und der Helix? Weil wann brauche ich die, wann will ich welche haben? Es geht schon im Eingang los, weil die Eingangsmöglichkeiten, die wir in den einzelnen Endstufen haben, sind unterschiedlich. Wenn wir uns die ESX angucken, die ESX hat 8 Eingangskanäle für High-Level, das heißt, wir können da direkt Lautsprechersignale anschließen von unserem Werksystem, das heißt, bis zu 8 Lautsprecher können wir, also 8 Lautsprecher heißt insgesamt 16 Adern, weil Lautsprecher plus und minus, können wir direkt in die Endstufe, in die ESX anschließen. Wenn wir aber mit dem Low-Level-Signal rangehen wollen, das heißt, wir haben schon irgendwie ein Radio und wollen da halt Signale reinfüttern, dann haben wir auch 8 Low-Level-Eingänge, die wir direkt in die Endstufe fahren können. Bei ESX ist es ja so, dass wir da diese Molex-Stecker haben und da dann halt die Cinch-Buchsen dran sind. Zusätzlich hat die ESX einen optischen Eingang, das heißt, wir können da halt problemlos, wenn wir ein digitales Signal haben, optisch direkt reingehen. Und die ESX hat ein Mode-Input, so nennen die das. Das heißt halt etwas, was man auf Plus, also auf plus 12 Volt setzen kann und dann schaltet der DSP automatisch in ein anderes Preset. Das heißt, man kann es jetzt für ein Cabrio benutzen, man kann es jetzt für einen Beifahrermodus mit dem Schalter benutzen, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall machbar. Neben dem Cabrio-Modus gibt es dann aber auch integriert, schon in der Endstufe, ohne irgendwas zusätzlich zu kaufen, gibt es Bluetooth. Es gibt Bluetooth 5.0. Das kann die meisten Formate, die man so braucht. Genaueres sollte man sich auf der Homepage anschauen. Wenn wir uns dagegen die Helix anschauen, haben wir bei der Helix nur 6
analoge Eingangskanäle. Das heißt, wir haben entweder 6-mal High-Level, wieder die Lautsprecher anschließen, oder 6-mal Low-Level mit Cinch-Kabel reingehen. Das heißt, da haben wir jeweils 2 weniger. Je nachdem, wie viele Eingangskanäle wir reinfahren wollen, müssen wir halt gucken, was wir da machen. Wir haben einen optischen Eingang, den hatten wir bei der ESX auch. Dazu gibt es bei der Helix aber noch einen Coax-Eingang. Das heißt, wir können da mit einem elektrischen digitalen Signal rein. Und die Helix-Endstufe ist erweiterbar. Was heißt denn jetzt erweiterbar? Die hat quasi so einen Erweiterungsslot drin. Das heißt, wir können das einmal aufschrauben, da was reinstecken, eine Karte reinstecken, die wir extra kaufen. Ja. Und dann hat das Teil halt noch andere Sachen. Und zwar können wir die Helix-Endstufe mit 4 verschiedene Sachen erweitern. Wir können weitere analoge Signale hinzufügen. Das heißt, wir können tatsächlich von unseren 6 Eingängen mehr machen. Wir können ein USB-Soundkartenmodul quasi rein. Das ist ein USB-Input. Heißt, wenn wir ein Handy haben oder einen digitalen Zuspieler, wo man per USB ran kann man die Endstufe direkt per USB anschließen. Das hat sicherlich auch andere Vorteile. Wir haben die Möglichkeit, da ein Bluetooth-Modul reinzutun. Wir haben die Möglichkeit, da einen weiteren optischen Eingang reinzumachen. Und wir haben die Möglichkeit, auch einen Wi-Fi-Control nochmal an den Remote anzuschließen, dass man da auch per WLAN was steuern kann. Das heißt, das wäre es jetzt erstmal mit den Eingängen. Wir haben die Eingänge durch, wir haben mehr Eingänge, dafür sind wir bei der Helix so ein bisschen flexibler. Je nachdem, was wir haben wollen, können wir dann halt ein Modul drauf tun. Wenn wir jetzt das Signal schon im Prozessor haben, in der Endstufe haben, wollen wir natürlich auch was verstärken. Und das ist natürlich der zweite große Unterschied der beiden Endstufen, und zwar die verstärkten Kanäle. An der Stelle einmal Leistung und einmal auch die Anzahl. Wir fangen wieder bei der ESX an. Die ESX hat 11 verstärkte Kanäle. Das heißt 11 Kanäle, wo wir Lautsprecher dranhängen können. 11 Stück. Die sind aufgeteilt von der Leistung her, dass auf allen 11 Kanälen können wir 100 Watt an 4 Ohm rausholen. Und an 2 Kanälen davon, das sind die sogenannten Power-Kanäle, können wir 200 Watt an 2 Ohm rausholen. Das heißt, dann haben wir 9 mal 100 Watt an 4 Ohm plus die 2 mal 200 Watt. An 2 Ohm kommen wir insgesamt auf eine theoretische Maximalleistung von 1300 Watt, den wir aus dieser Endstufe ziehen können. 1300 Watt aus dieser Endstufe ziehen, wie auch der Name schon sagt. Das ist eine VE 1300.11 SP. Bei der Helix sagt aber auch schon was, nicht die Leistung, sondern die Kanäle. Die P6 DSP Ultimate ist eine 6-Kanal-Endstufe. 6 Kanäle heißt, wir haben 6 Kanäle, die rauskommen, nicht 11 wie bei der ESX, sondern 6. Und bei diesen 6 Kanälen können wir, wenn wir da einen 4 Ohm Lautsprecher anschließen, jeweils 120 Watt entnehmen. Das heißt, dann hätten wir 120 Watt pro Chassis 6 Mal. Wir können aber auf den, jetzt muss man anders rechnen, auf den hinteren 4, das heißt auf 2 geht es nicht. 2 Kanäle sind nur 4 Ohm stabil. Die anderen 4 Kanäle, das heißt 2 plus 4, sind 2 Ohm stabil, und da können wir tatsächlich 240 Watt an 2 Ohm rausbekommen. Bedeutet, wenn wir da auch nochmal rechnen, 2 mal 120, sind wir bei 240, und dann auch nochmal 4 mal 240, sind wir bei einer Gesamtleistung von 1200 Watt, die wir da rauskriegen. Das heißt 1300 Watt, die wir aus der ESX maximal rauskriegen, gegen 1200 Watt, die wir aus der Helix maximal rauskriegen könnten. Das heißt, da haben wir 100 Watt Unterschied in der Maximalleistung. Aber wir können halt bei der Helix an 2 Kanälen mehr 2 Ohm Chassis nutzen. Das heißt, mir fallen tatsächlich ehrlich gesagt gerade keine 2 Ohm Mitteltöne ein oder so, aber es gibt sicherlich 3 Ohm Mitteltöne, bin ich mir relativ sicher. Das heißt, da haben wir natürlich schon eine Diskrepanz. 1200 zu 1300 Watt, und die Anzahl der Kanäle macht es massiv unterschiedlich. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben total viele Kanäle über, das heißt, ich habe nur ein freiwilliges Frontsystem an der Endstufe an der ESX angeschlossen, oder ich habe nur ein Frontsystem an der P6 angeschlossen und ich habe noch 4 Kanäle über, dann könnte ich ja an diesen 4 Kanälen 4 Subwoofer dranhängen, und ich könnte an der ESX, an den 5 freien oder an den 7 freien ESX-Kanälen, könnte ich halt jeweils einen 4 Ohm Subwoofer dranhängen. Dann könnt ihr das tun, ist aber nicht die geilste Idee. Die Endstufen sind gebaut als System-Endstufen. Das heißt, die sind jetzt nicht darauf aus, dass sie einfach alle Kanäle maximal belastet und da halt Energie rauszieht. Was meine ich mit Energie?
so ein Hochtöner, der braucht nicht viel Leistung. Das heißt, wenn so ein Hochtöner an der Endstufe ist, dann selbst im Maximalpegel kommt da nicht viel Strom an diesem Ding. Deswegen hat das ja auch nur so dünne Kabel. Auch ein Mitteltöner braucht nicht Unmengen an Energie. Ein Tieftöner geht schon so langsam in den Bereich, dass da natürlich Energie bei rumkommen soll. Aber die meiste Energie mit Abstand nimmt natürlich so ein Subwoofer. So ein Subwoofer hat eine riesige Membran, riesig in Anführungsstrichen im Vergleich zu einem Hochtöner. Die Membran ist schwer, dann spielt er auch diese tiefen Frequenzen und die tiefen Frequenzen brauchen am meisten Energie, das heißt, die brauchen am meisten Leistung. Und das macht es natürlich schwierig, also was heißt schwierig, dafür brauchen wir dann Leistung. Aber wenn wir auf allen Kanälen in den Endstufen halt volle Leistung nehmen, dafür sind die Endstufen nicht gebaut. Also man hätte sicherlich die Endstufen so bauen können, aber dann wären die Endstufen viel größer und teurer. Und die sind schon teuer genug. Bei der Größe beschwere ich mich nicht. Ich finde die Größe von den Endstufen echt cool. Auf die Größe komme ich gleich nochmal. Heißt, wir haben eine Systemleistung, die jetzt auch neuerdings von der K&H HiFi gemessen wird. Und bei der Systemleistung erreichen beide Endstufen nicht das maximale Mögliche. Das heißt, die 1300 bzw. 1200 Watt, die werden einfach nicht erreicht, weil die Endstufen dafür da sind, einen Hochtöner, einen Mitteltöner, einen Tieftöner, einen Center zu betreiben, aber nicht einfach vollgepumpt zu werden mit Subwoofern. Deshalb Subwoofer anschließen. Einerseits die Leistung von den Endstufen reizt ihr damit zu sehr aus. Also was heißt zu sehr? Irgendwann ist das Netz dann am Limit und dann kommt halt nichts mehr. Und das Zweite, wenn man sich die Dämpfungsfaktoren von den Endstufen anschaut, Dämpfungsfaktor ist zum Teil ein wichtiger Wert, um halt einfach die Kontrolle von so einem Subwoofer zu beschreiben. Und da gibt es Endstufen, die jetzt nicht so hohe Werte haben. Also bei Dämpfungsfaktor ist größer, besser. Dementsprechend guckt einfach mal rein. Jetzt kann man sich aber fragen, brauche ich mehr als 6 Kanäle? Und an der Stelle ein ganz klares, es kommt drauf an. Weil, wenn ihr jetzt halt einfach nur ein 3-Wege-Frontsystem fahren wollt, dann ist eine P6 Ultimate mit 6 Kanälen ausreichend und hat halt auf diesen Kanälen auch noch mehr Leistung pro Kanal zur Verfügung als die ESX. Wenn ihr aber mehr als 6 Kanäle braucht und dann auch verstärkt haben wollt, etc. pp., dann ist natürlich auch eine ESX eine sehr, sehr gute Wahl, weil die hat einfach mehr Kanäle. Heißt, wenn ihr jetzt kein 3-Wege-Frontsystem, sondern ein 4-Wege-Frontsystem fahrt, also zum Beispiel noch einen AMT als Superhochtöner drin habt oder irgendeinen anderen Spaß, dann bräuchtet ihr 8 verstärkte Kanäle und dafür ist jetzt die ESX gar nicht so schlecht, weil die hat ja noch ein paar Kanäle. Wenn ihr dann noch zusätzlich zum Beispiel einen Center betreiben wollt, hat die ESX immer noch einen Kanal von über. Wenn ihr jetzt noch zusätzlich ein Hex-System mit anschließen wollt und anbinden wollt mit dem Preset, dann hat die ESX immer noch genug Kanäle. Das heißt, wir können ein 4-Wege-Frontsystem fahren, dann sind wir nämlich bei 8 Kanälen, die wir nutzen. Wir können ein 2 quasi normales System für hinten, das heißt, wir sind bei 10 Kanälen, die wir nutzen, und ein Center. Und alles über diese eine Stufe abbilden, beziehungsweise verstärken. Heißt, wir brauchen nicht nur eine zusätzliche Endstufe, zusätzliche Endstufe, zusätzliche Endstufe, Stromverteiler und so weiter und so fort, sondern einfach alles in einer Stufe. Braucht man das? Vielleicht, klar. Ne? Also ich stecke nicht in euch. Wenn ihr da halt unbedingt ein Hex-System und alles Mögliche haben wollt, kann man machen. Und dafür hat halt einfach die ESX schon die Kanäle an Bord. Aber heißt das, dass ich jetzt mit der P6 nicht noch einen Center und ein Hex-System und einen Superhochtöner betreiben kann? Auch das ist falsch, weil die P6 hat natürlich auch Ausgänge dafür. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, den Ausgängen. Denn wenn wir Lautsprecher, also wir haben 12 Kanal DSP und da sind dann noch ein paar Kanäle von über und die kriegen wir auch aus der Endstufe raus. Und zwar kriegen wir die unterschiedlich raus. Wenn wir uns die ESX angucken, die hat ja schon 11 verstärkte Kanäle und die hat einen 12 Kanal DSP. Das heißt, es gibt einen einzigen Cinch-Out und dieser Low-Level Cinch-Out, der ist für einen Subwoofer. Vielleicht kann man noch was anderes anschließen. Vielleicht könnte man Center, hat aber eigentlich gar keinen Sinn. Das heißt, da kann man halt problemlos einen Monoblock zum Beispiel anschließen und dann einen Subwoofer mit betreiben. Genau in der Konstellation hatte ich das auch schon mal ausprobiert. Heißt, wir haben einen Cinch-Out, das war's. Mehr Ausgänge gibt es an der Stelle nicht in der ESX. Braucht man auch nicht, weil alles andere ist ja schon verstärkt in der Endstufe.
Wenn wir uns die Helix anschauen, die Helix hat ja nur 6 Kanäle, heißt, wir haben noch 6 Kanäle über. 6 Kanäle, die irgendwie raus müssen, und an der Stelle hat die Helix dann 4 Cinch-Ausgänge und 2 Kanäle gehen über den optischen Ausgang raus, die diese Endstufe hat. Wie so einen optischen Ausgang in der Endstufe, hat das überhaupt Sinn? Ja, das kann sogar ganz cool sein. Es gibt natürlich von Helix die passende Endstufe, die man halt direkt mit einem optischen Kabel verbinden kann, und dann hat man quasi keine Cinch-Kabel im Auto. Also ich finde Cinch-Kabel jetzt nicht so super sexy und Störsignale und so und Lima-Pfeifen nie schön. Das ist natürlich mit dem optischen Kabel weg, das gibt es nicht. Deswegen eigentlich ein cooler Move, das so auszuführen. Man muss es natürlich auch irgendwie wollen, weil wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt noch eine 4-Kanal-Endstufe und dann nochmal einen 2-Kanal oder einen Monoblock, muss dieser Monoblock halt irgendwie einen optischen Eingang haben, und es gibt nicht so viele Endstufen mit optischen Eingang auf dem Markt. Aber wir haben gerade schon angesprochen, die Größe, wie groß sind die Dinger eigentlich? Weil so richtig groß sind sie nicht, und ich habe quasi da, wo jetzt die P6 drin ist, war vorher die ESX drin. Da, wo vorher die Eaton drin war, ist jetzt die ESX drin. Egal. Von der Größe. Wir reden bei der ESX jetzt von einer Größe von 28,4 cm mal 18,1 cm, und die ist 5,4 cm hoch. Also wahrlich kein großes Teil. Die ESX hat alle Anschlüsse an einer Seite. Das heißt, wir können die Endstufe ruhig mit einer langen Seite irgendwie vor einer Wand parken, und dann haben wir alle Anschlüsse an einer Seite. Die Helix hat eine Größe von 26 cm mal 19 cm und ist 5 cm hoch. Das heißt, die ist ein Ticken kleiner. Ja, die hat auch 5 Ausgangskanäle weniger verstärkt. Hat die Anschlüsse an beiden langen Seiten. Heißt, wenn wir die jetzt halt irgendwie vor der Wand parken wollen, irgendwie im Kofferraum direkt an der Klappe oder so, müssen die langen Seiten, also sie müssen frei bleiben, weil da kommen die Anschlüsse rein. Vorteile, ja, dadurch, dass wir deutlich mehr Platz für die Anschlüsse haben, sind die Anschlüsse ordentlich ausgelegt. Was heißt ordentlich ausgelegt? Wir haben direkt Cinch-Buchsen auf dem Board. Wir haben ordentlich Stromanschlüsse und allem drum und dran. Bei der ESX ist alles ordentlich mit Molex-Steckern ausgeführt. Die sind okay. Die sind jetzt tatsächlich bei mir zum Beispiel beim Reinstöpseln. Ich habe halt noch einen Haufen an Kabeln da raushängen, weil Molex-Stecker auszupinnen, braucht man irgendwie einen 50 € Molex-Auspinnen-Werkzeug. Muss man halt gucken, muss man mögen oder nicht mögen. Im professionellen Bereich gehe ich davon aus, dass die Hersteller bzw. die Car-HiFi-Händler direkt die Lautsprecher auf den Molex-Stecker krimpen können und dann reinstecken, dann sieht dann auch alles gut aus. Aber das, was jetzt natürlich bei der ESX, habe ich auch schon mal im Video gesagt, der Stromstecker ist so klein, da passt halt, ich habe es ausprobiert, bei mir passt da ein 16 mm Quadratkabel nicht mit einer ADA-Endhülse drauf. Es kann sein, wenn man ein anderes Quetschformat nutzt, dass man dann 16er reinkriegt. Ich habe jetzt quasi mit dem Stromverteiler adaptiert und gehe da jetzt mit dem 10er rein. Auf ein ganz kurzes Stück ist das jetzt nicht schlimm vom Spannungsabfall, aber trotzdem vielleicht in Zukunft, wenn man da irgendwie direkt Adapter beilegen würde oder so, wäre es sicherlich ganz praktisch. Dann kommen wir zum nächsten Bereich. Der nächste Bereich ist der, ja, ich nenne es mal Spannungsbereich, aber es ist eigentlich so, okay, wo sind die Endstufen einsetzbar? Weil der Trend der Autoindustrie, beziehungsweise hauptsächlich von einem Hersteller, geht halt immer in eine Richtung, und die ist nach oben. Bei Tesla-Autos, Modellen, Modell 3, Modell Y glaube ich auch und Modell S vielleicht auch, ist es so, dass die Bordspannung, die ist jetzt schon bei 18 Volt. Und ja, wenn man da jetzt so eine normale 12 Volt Endstufe nimmt, die kommt dann nicht immer hundertprozentig mit klar. Und ja, beim Cybertruck haben sie jetzt, glaube ich, total übertrieben. Der Cybertruck von Tesla, der läuft sogar mit einer Bordspannung, das heißt Radio und was weiß ich was alles drin, hat 48 Volt Bordspannung. Ist total cool für Tesla, weil die Leitungen, die halt im Vergleich zu einem 12 Volt System müssen halt einfach können viermal dünner sein, um die gleiche Leistung rüber zu schicken, weil Strom mal Spannung ist gleich die Leistung, und das heißt, wenn wir die Spannung mal 4 rechnen, können wir halt den Strom um 4 reduzieren und müssen die Leitung halt kleiner, also können die Leitung kleiner auslegen. Eigentlich geht es ums Geld sparen, also zumindest vom Hersteller. Für uns Car-HiFi Leute ist es halt so, dass wir dann natürlich gucken müssen, okay, was funktioniert denn überhaupt darauf? Ich kenne keine Endstufe, die auf 48 Volt funktioniert. Also da gibt es jetzt auch nur den Cybertruck, der das macht, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm und den wird es in Deutschland sowieso erstmal nicht geben.
Aber die anderen, also Model Y, Model 3, vielleicht Model S, 18 Volt Wortspannung ist eine Ansage und da kommen halt Endstufen nicht unbedingt hin. Wir gucken mal kurz in die Specs. Wir sehen, bei der ESX steht maximal 17 Volt drauf. Das heißt, dass wir die ESX in einem Tesla, in einem neueren Tesla, in einem älteren Tesla war es kein Problem. Die haben irgendwann mit den Ryzen-Prozessoren haben sie es umgestellt. Bei den neueren Teslas muss man jetzt mal gucken. Die Helix hingegen, die hat halt auf der Homepage und in den Specs draufstehen, die kann 24 Volt. Das heißt, die ist, ja, 24 Volt, wo kennen wir das? Die kann sogar in LKWs eingesetzt werden. Also im LKW haben wir immer zwei 12 Volt Batterien in Reihe geschaltet. Das heißt, wir haben da 24 Volt. Und so eine P6 Ultimate funktioniert einfach auch mal in einem LKW und hat damit auch gar keine Probleme, in einem Tesla betrieben zu werden. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist Software und Firmware. Beziehungsweise Firmware ist halt das, was auf dem Gerät ist an Software. Und Software selber ist halt das, was auf dem Handy oder auf dem Rechner ist. Und beide haben eine Firmware. Klar, ohne eine Firmware wird halt so ein Teil nicht laufen, weil das steuert dann halt den DSP an und so einen ganzen Spaß. Und beide haben auch eine Windows-Software. ESX ist noch einen Schritt weiter. ESX hat halt auch direkt, weil ja Bluetooth an Bord ist, kann man bei ESX direkt mit seinem Handy sich auf seinen DSP verbinden und alle Einstellungen vornehmen. Das funktioniert natürlich nicht so elegant wie auf dem Computer, aber man kann, sollte vielleicht nicht, aber man kann, wenn man gerade im Stau steht und sich denkt, so, da passt noch was nicht, an der Trennung rumspielen, man kann an der Laufzeit rumspielen, man kann eigentlich überall rumspielen, wo man will. Das heißt, ich bin unterwegs, mir gefällt irgendwas nicht, ich fahre auf dem Rastplatz, halte an, mache den Motor aus, natürlich Zündung läuft, dann kann ich mein Handy rausholen und tatsächlich einstellen, ich will den Bass ein bisschen leiser, kann ich auch über die Fernbedienung, ja klar, aber dann kann ich halt die Laufzeit noch ändern, kann die Phase ändern, kann man halt alle Einstellungen tatsächlich direkt am Handy vornehmen. Das funktioniert, glaube ich, bei Helix. Die haben da so einen Wi-Fi-Control, da gibt es auch eine App, aber so richtig habe ich das jetzt noch nicht gesehen und ich glaube, da kann man auch nicht alles einstellen. Deswegen an der Stelle, der App-Punkt geht auf jeden Fall an ESX. Die App ist gut, die funktioniert. Wenn wir uns die Software anschauen, dann gibt es da verschiedene Mindsets, würde ich es mal nennen. Ja? Bei ESX ist es tatsächlich so, geht alles halt rein auf Klang. Das heißt, wir haben, also was heißt auf Klang? Wir haben da keine fancy Features. Ich nenne es mal fancy Features. Das heißt, man kann EQs einstellen, man kann alles an EQs einstellen, was es gibt in der Welt. Man kann Allpassfilter, Highpass, Lowpass, alles Mögliche. Man kann die Flanken setzen, man kann Laufzeit korrigieren, man kann wirklich an der Stelle soundtechnisch sich einmal komplett austoben. Das ist gar kein Problem. Dann hat man von dem Channel Routing, ich nenne es mal Channel Routing, hat man die Möglichkeit, also zumindest bei der großen, die ich habe, so dieses Stage, es gibt diesen Stage EQ, wo man halt Stages machen kann. Man kann insgesamt 2 Stages anlegen und kann dann da nachkorrigieren. Und auf diesen Stages gibt es halt coole Sachen, wie den Stage EQ, wo man mit Herzbandrauschen wirklich gucken kann, dass man den ganzen Spaß auf seinen Mittelpunkt fokussiert kriegt. Coole Features, cool umgesetzt. Und damit endet die Software. Also da ist halt nichts fancy dran. Was ich mit fancy meine, sehen wir bei Helix. Bei Helix haben wir logischerweise auch EQs, Filter, alles Mögliche ist da drin. Aber da kommen halt dann so Sachen wie dazu, wie, ich habe es mir mal aufgeschrieben, weil die ganzen Namen kann ich mir nicht merken. Also wir haben ein Real Center, wo es halt darum geht, halt das Channel-Signal aus dem Stereo-Signal rauszuberechnen. Wir haben einen Augmented Bus Processing, wo es darum geht, nochmal halt auf den Bass nochmal was drauf zu rechnen. Wir haben einen Stage Expander, der die Bühne breiter machen soll. Wir haben einen Quality Expander, der die Höhen so ein bisschen, also das alles ein bisschen crispy machen soll und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben da, ich nenne es mal Soundverbesserungsfeatures, die da halt aktivierbar sind und die halt vielleicht Leuten gefallen, vielleicht nicht. Es geht jetzt nicht ums Authentische. Also sicherlich nehmen diese ganzen Soundverbesserer, das ist halt das gleiche, wie wenn man halt irgendwie auf seinem Fernseher die Kontraste auf maximal setzt oder so. Das heißt, das verändert logischerweise den Ton. Authentisch ist dann halt so eine Sache, aber es gibt sicherlich Leute, denen das gefällt und besonders sowas wie ein Wheel Center
Wheel Center ist halt nicht nur einfach A und B zusammen. Das heißt links, rechts zusammen und ich habe ein Wheel Center funktioniert also ich habe einen echten Center, funktioniert in der Praxis nicht. Deswegen ist, glaube ich, so ein Wheel Center Algorithmus, den Helix da gebaut hat, ganz cool. Und dann hat die ATF-Software noch mehr in Form von, wir können verschiedene Sachen für unsere Fernbedienung einstellen. Das heißt, die komplette Fernbedienungskontrolle läuft darüber. Die komplette Einstellung von dem DSP können wir da halt komplett drüber regeln. Aber wir haben auch so Features wie eine Messsoftware. Also in der ATF DSP PC Tool Software ist auch gleichzeitig eine Messsuite drin. Das heißt, wir können da halt ein USB-Mikro anschließen, wir können da halt messen, können sogar in dieses Tool können wir unsere Kalibrierungsdatei von unserem Mikro reinladen, das ist gar kein Problem. Und die Software selber hat dann auch die Möglichkeit, so ein Auto-IQ, also quasi das gleiche, was ich in meinen anderen Videos mal gezeigt habe, was man aus ERW rüber kopieren kann, wo ERW die Filter einstellt. Sowas Gleiches kann Helix selber. Das heißt, die haben halt in ihrer Software haben sie eine Möglichkeit eingebaut, wo man wirklich seine Kurven dann glätten kann, wo man sagen kann, okay, wie soll die aussehen? Das Programm weiß dann auch noch schon zusätzlich automatisch, okay, wie habe ich das elektrisch getrennt? Dann kann man so ein bisschen nachjustieren, wie will ich es halt physikalisch trennen und dann halt automatisch da was rechnen lassen. Wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich nehme REW dafür, dann braucht man den Spaß nicht. Absolut. Wenn man aber sagt, nee, REW ist mir zu kompliziert, REW hat der Thomas mir noch nicht erklärt, kommt übrigens, dann ist es eigentlich ganz cool, wenn da schon was drin ist und das arbeitet direkt mit dem DSP, das schreibt direkt die Settings in den DSP, das heißt, wir können uns diesen ganzen Import-Spaß und so sparen. Eigentlich cool. Ist immer eine Sache, was will man? Will man jetzt halt sowieso nur mit REW arbeiten, weil es halt eigentlich das coolere Tool ist? Oder will man eigentlich nicht verschiedene Tools nutzen, sondern nur einen? Deswegen, beides Vor- und Nachteile, genauso wie bei den Endstufen. Mehr Kanäle, mehr Leistung, weniger Leistung pro Kanal, alles unterschiedlich. Aber am Ende müsst ihr wissen, was ihr haben wollt. Deswegen kann ich die Anfangsfrage, was ist denn jetzt besser, absolut einfach gar nicht beantworten. Egal wie man es nimmt, ob man jetzt versucht, irgendwie auf die Preis-Leistung zu gehen. Ja, der eine, also ESX hat mehr Kanäle, Helix hat mehr Leistung auf den Kanälen. ESX hat mehr Eingangskanäle. Bei Helix kann man ein Zusatzmodul kaufen. Also wir haben so viele Möglichkeiten und kauft euch das, was euch passt, beziehungsweise eigentlich noch viel wichtiger, kauft euch das, womit ihr klarkommt. Weil der beste DSP bringt euch nichts, wenn ihr den nicht einstellen könnt. Beziehungsweise der beste DSP ist sogar noch schlechter, wenn ihr den nicht einstellen könnt, weil, also ich habe ab und zu mal einfach Anfragen von Leuten, die mir schreiben, ja, hier, das und das funktioniert nicht, weil halt, wenn ich eine einfache Endstufe habe, dann stecke ich da halt was rein und hinten kommt was raus. Wenn ich einen DSP habe, dann stecke ich da was rein und es kommt nicht unbedingt was raus. Also, wenn man das Routing versaut hat, wenn man irgendwas umgestellt hat oder sonst irgendwie was, dann kommt halt hinten vielleicht nichts raus. Deswegen wichtig ist, dass man halt einfach weiß, wie man damit umgehen muss. Und beide Software, das heißt sowohl die Software von ESX als auch von Helix, beziehungsweise ATF, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr in einer Demo quasi ganz normal starten und damit rumspielen. Das heißt, an der Stelle, bitte, probiert die Software aus, bevor ihr euch irgendwie sowas kauft. Und dann könnt ihr ja auch selber sagen, okay, was will ich denn? Will ich denn das? Will ich dies? Will ich dieses? Sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann kein klares Fazit an der Sache stellen. Ich habe beides und ich habe auch, habe ich schon? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe auch schon erzählt, warum ich das habe. Das heißt, das eine Auto ist halt, hat Helix drin gehabt, hat jetzt wieder einfach das Upgrade auf die größere Helix bekommen. Funktioniert super mit einer externen Endstufe. Das andere Auto ist quasi ein Auto, wo ich rumspielen werde, wo ich jetzt, habe ich hier irgendwas rumliegen, irgendwelche Mitteltöner oder sonst irgendwas ausprobieren werde, einfach die Kanäle, die Flexibilität haben will und auch, ja, da eine Daseinsberechtigung hat, total. Ja, beide Endstufen sind wirklich sehr gute Endstufen, haben genug Leistung an Bord, also wir reden hier über SQ-Autos, wir reden jetzt nicht über SPL oder sowas, haben einen tollen DSP und ich würde mir beide wieder kaufen. Das ist die Antwort auf die Fragen, welche ist besser, sind beide gut. Wenn ihr jetzt heiß seid auf die Endstufen und sagt, okay, ich will mehr Infos,
dann präsentiere ich euch die mehr Infos. Und zwar die Videos habe ich schon gemacht. Guckt euch das einfach mal an. Ja, wirklich, guckt euch an. Das sind coole Videos. Los.